Hi Heo golfers. So now we go into the driver. What angle of attack is necessary for the drivers? The big difference with the drive is that the ball is in the air, so it's on the tee. So wenn man den Ball in der Luft hat, man muss immer noch den Ball kompressieren, aber auf eine andere Art. Und der Körper muss eine andere Position finden, the correct angle of attack. So mit Driver natürlich, wenn der Ball in der Luft ist, wir wollen das nicht runterpressen, wir wollen das eher wegwischen, aber mit der gleichen Kompression wie ein Eisen oder Fairway-Holz. And how we do that, I'm going to demonstrate now. Okay, Heo Golfers. Erster Teil von 3. Ich habe hier eine kleine Peitsche in meiner Hand. So natürlich, wenn ich jetzt demonstriere, was wichtig ist, was man hört, ist dieses Feeling, dieses laute Peitsches nach dem Ball. Und so ist wichtig zu wissen, dass der meiste Druck in den Schlag, ob das ein Eisen, Fairway, Holz oder Driver, der Maximumpunkt, wo du the Maximum Power hast, ist more or less hier. Es fängt zwar hier an, kurz vor dem Ball, aber du erreichst das Maximum Spannung im Körper und Geschwindigkeit more or less hier. Und die meisten Leute sind hier schnell und da langsam. Und so wenn du das jetzt von der Demonstration, mein Feeling ist, dass ich die Whip loslasse. So ist wichtig bei der Driver, the feeling, dass die Unterarme, Schulter, Oberkörper eher locker ist, like a boxer, dass du bewegen kannst, ist, der leichter, dass du das hältst, der mehr Geschwindigkeit bekommst du. Na, die meisten Leute, das ich sehe, wenn der Driver ist, dass die natürlich vom Distance, die fassen das genau zu fest an. So the feeling für dich ist, der richtige Druck oder die Timing ist, dass wenn du den Driver schwingst, so ein kurzer Schwung, so wie jetzt, du willst dieses Peitsch-Effekt fühlen nach dem Ball. And this is what I do with the whip. And then into mein Finish. So wie schaut das aus mit der Driver? Sobald der Ball auf dem Tee ist, ich habe demonstriert mit den Eisen, dass more or less auf obere Bauchhöhe wir pressen runter. Na, natürlich für einen Driver, das wäre tödlich. Was ich brauche bei der Driver ist more or less auf untere Schulter, obere Bauchhöhe, ist das Feeling, dass ich anfange zu werfen. Na, wenn ich werfe, das bedeutet nicht, dass ich überrolle. Mein Feeling ist, meine rechte Hand werft, meine linke Hand fängt es auf. So mein Feeling wäre, das siehst du bei den Pros, bei den Probeschwünge, wir machen kleine Probeschwünge und du siehst, dass die Hände überrollen sich nicht hier. Ist wie gesagt, ich fange die Schlagfläche auf in meine linke Hand. So das ist wichtig zu trainieren, dass das hält den Werf. And this is also a line of compression. So einmal die Geschwindigkeit. Und ganz wichtig jetzt für euch ist das Feeling, wenn hier eine Mauer wäre, als ich die Schlagfläche werfe, achte auf den Pfeil auf meine linke Hüfte. Und ein sehr guter Modell, das anzuschauen, einer der besten Driver aus meiner Sicht in Pro Golf im Moment ist Rory McIlroy, ist das Feeling, wenn die Schlagfläche werft, achte auf seine linke Hüfte, besonders die Knochen. Es ist das Feeling, als wenn ich innerhalb dieser Mauer bleibe. Und da kreierst du ein Gegentorque. So, als ich die Schlagfläche werfe, ich kreiere eine Gegenresistance in den Beinen und den Körper hier. Und das gibt diesen so Boomerang-Effekt, was du suchst für die Distance. Now, ganz wichtig, als ich werfe und clear,
my left hip, ist, ich achte drauf, um den richtigen Angle zu behalten, was mir von unten nach oben bedeutet. Ich achte darauf, dass ich meinen rechten Zeh oder rechten Innenfuß auf dem Boden halte. So mein Ferse geht hoch, aber mein Innenfuß bleibt am Boden. So more or less I have the Werfe speed. Ich habe die Gegenresistance von der linken Hüfte und ich halte mein Gewicht rechts, bis der Schlagfläche vorbei ist. Und das ist der Unterschied zu Eisen und Fairway-Hülse, wo ich mehr gegen die Mauer gehe und drücke den Ball weg. Bei der Driver bin ich mehr hinten, also 70%. Dann natürlich gehe ich into the finish position. Von der seitlichen Perspektive, it's werfen, brace, hold, release. With the driver, power, from here, more or less here, unter der Brustkorb, obere Bauchhöhe, fange ich an zu werfen. Brace, fangen, hold, finish. Beides Werfen ist ganz wichtig, ist nicht nach vorne, sondern entlang der Körper, so die Hände entlang der Körper. Also sprich, die Hände sind sehr nah am Körper, als ich den Schlägerkopf werfe. So here, golfers, if you enjoyed that little tip, again, please send in your comments, your videos. We'll be happy to reply. Hope you enjoy it. Practice well, and we see each other soon.